sind wir am Start hier. Was ist denn los? Ich bin kein Stadtführer, aber heute sind wir wieder in einem anderen Gym unterwegs. Spandau, habe ich mir sagen lassen. Ja, ist nicht mehr Berlin. Freunde, wir sind heute im Goals Gym am Start. Und hier kannst du mal drauf filmen, wo wir rauskommen. Nicht, dass die Freunde hier wieder sonst was denken, wo ich mit meinem Coach verschwitzt aus irgendeinem Raum komme. Wir haben den geilen Posing-Raum hier genutzt heute, um nochmal die Form abzuchecken. Gestern gab es knapp 1000 Gramm Kohlenhydrate. Dementsprechend war auch der Look. Also war mir auch wichtig, dass Stefan mich mit Druck und wie gestern flat as fuck sieht. Jetzt natürlich nach dem Warm-up, aka der halben Stunde Posing, geht es jetzt los mit einem geilen Rückentraining. Wir hauen den Rücken ordentlich durch, heute hier im Goals. Wir sind heute in aller Herrgottsfrüh hier unterwegs. Ein Meal drin, aber die Spaghettis von gestern Abend machen noch Druck. Also Spaghetti ist der Klassiker. Ich nehme da ja immer die glutenfreien. Die sind ja aus Reis und Mais und die vertrage ich super. Das darfst du aber nicht Markus sagen. Nee. Ist das der Glutenproblem? Ich glaube nicht, dass ich habe euch nicht benutzt glutenfreie Haferflocken und Nudeln immer, also oder Brot oder so, einfach aus gutem Gewissen. Bodybuilder-Tick. Den Nitro habe ich schon geladen. Ich in dem Fall heute den Nitro X, weil ihr wisst, an Arm- und Rückentagen bolze ich mir immer den rein, dass es extra Pump gibt. Aber für euch Freunde gibt es den normalen Nitro und den ganzen V-Stack, den ich immer benutze, mit Code Polacco bei ESN zu erwerben. Und ansonsten würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern investieren die kostbare, aufgeladene Energie jetzt in einen guten Pump. Kienzel hat sich komplett verschätzt heute. Sagt, oh, da müssen wir aber weniger stecken. Habe ich jetzt 23 Stück aus der kalten Hose weggefeuert. Also mach mal weg hier das Gewicht. Schön aufgehört. Mach mal 37. Ne, aber ist cool. Klimmzüge, High Rep so, richtig Blut reinzukriegen. Und gerade durchs Posing kann ich es voll gut ansteuern jetzt. Ansteuerung beim Rücken sehr wichtig. Ich komme nur mit den neuen Geräten hier nicht klar. Ich fühle mich ein bisschen wie im Ausstellerraum. Und die Grüße gehen raus an die Vaseline Boys. Schmiertchen. Die hier sonst was so Geschichten getrieben haben, aber so geht's nicht. Ich finde, so ein Gerät gehört eigentlich in jedes Studio. Lass einmal so einen Schwergewichtler Klimmzüge machen, das wären 5 verhunzte. Deswegen feiere ich die 80er Jahre. Ja, klar. Flex Wheeler hat kurz mal 20 Stück frei weggeballert. Ich guck mal, wie es im Vergleich ist mit normalem Kurzhantelrudern. Komm, nur, dass du stabiler bist dort, weil das ist echt wackelig. Kurzhantelrudern, Classic, Oldschool Big Bag, Oldschool im New School Studio. Wir haben gerade so ein anderes Gerät probiert. Also wer so eine Rudermaschine mit Hydraulikpumpe baut, ich kenne mich ja nicht so aus technisch, aber der hat nichts verloren. Abstützung. Ja. Jedes Mal wippst du nach. Nicht gut. Wo man hier auch wieder die Noobs sieht und die Leute, die mir auf den Sack gehen. Wenn du die 14er benutzt und die auf den schweren Gewichten ablegst, dann herzlich willkommen im Discounter Gym. Ich mag es extrem, die nicht so zu ziehen. Nein, so wie du es immer so gemacht, wie du es gemacht hast. Dann findest du es besser, weil es eine bessere Entspannung hat. Ja. Da muss gegen die Schwerkraft kämpfen. Übel, das ist so wie nach hinten. Und ja. Nick Walker hat die mir so gezeigt. Finde ich übel geil. Und auch nicht so stehen wie die meisten, sondern so ein bisschen close. Enger. Ja. Yeah, so. Komm schon. Rein damit, komm. Zap. Rein damit. Rein damit, komm. Yes. Komm. Rein damit. Ich lieb's, wenn ich hochgucke und du siehst die Sterne. Gut macht er das. Gefällt mir. Viele Wege führen nach Rom und das ist einer. Ein guter. Ich will mal die 85er tryen. Urs, du bist in der Prep. Ist mir scheißegal. Ich meine, es gehen sicher 3-4 gute. Du musst dort nur wirklich beim Rausheben und beim Auflegen aufpassen. Das ist das Einzige, was hebst du mit beiden Händen runter und ziehst dann von unten rauf. Ja. So, mit Kienzel hat man auch Spaß hier, Alter. 4-5 Mal schafft er mit der Sauber, er muss es nur ordentlich am Boden aufheben. Das ist es. Das ist das Gefährlichste. Big back. 5 weeks out, come on. Super.
Easy, Good Job. easy. Geil. Die Carbs werden genutzt. Ist die von der Balance, weil sie so lang ist, geht. Okay, ja. Mit langen Dingen kennen wir uns ja aus. Komm, jetzt zählt's. Guter Junge. Der Einzige, der zweifelt hat, war der Kameramann. No doubters. Der Mann mit den Visionen. Okay, was sucht ihr jetzt? Stefan, ist okay? Ja, ich hab nur da. Jetzt machen wir noch mal einen leichteren hinterher. 9. Schieb zusammen. 10. Ja, komm. Und rein bitte. Rein. Ja, Komm! Die war's für die Gegner, Alter. so geil. Wichser. Was? Ich hatte jedes Mal den Kollege im Kopf, der gesagt hat, squeeze die Scheiße zusammen. Ich hab's echt gelernt. Mittlerweile. Da gibt's das witzige Bild von Yoda und Luke Skywalker, was irgendein geiler Fan und geiler Abonnent bearbeitet hat. Und Yoda mit Stefan Kienzels Kopf Auf seinem Rücken. auf meinem Rücken sitzt. Es Und gibt das habe ich diverse während dem Ähnlichkeiten. Satz immer im Kopf. Wir machen eine Version der Hero mit einem leichten Zug von unten. Breiter Griff, schöne Kontraktion oben in der Nackengegend. Geht noch, komm. Zurück. Zieh! Ja, Kontraktion ist doch perfekt. Was gibt's bei dir so Intra-Workout? Frag nicht. Ja, ich muss noch nach Hause fliegen, ich selbst nämlich. Ja. Fliegst du dein Privatjet? Einer geht noch, komm mal. Ganz allein. Komm. Zieh! So noch einen und einen Dropsatz. Ja, die eine schon noch kommt. Sonst hätte ich jetzt keine geschafft. Komm. Na los! Noch eine. Wir machen jetzt High Row. Jetzt haben wir oben rein gerudert. Jetzt haben wir so eine bisschen reinziehendere Bewegung. Am besten bei Trainingsfragen immer den fragen, der für die Übungen zuständig ist. Oberer Rücken, andere Zugebene, hat sie richtig gesagt. So hört sich das dann professionell an. Also ich habe jetzt mehr erwartet, Stefan, eigentlich. Hast du jetzt mehr erwartet? Ohne Diätung. Ja, da könnt ihr jetzt wieder die Muskeln aufzählen, auf der Machen wir anatomischen, nicht mehr, ich bin gerückt auf worden. der anatomischen Grundlage arbeiten. Aber im Endeffekt ist Bodybuilding einfach. Und die Scheiße muss jetzt einfach in den Rücken gezogen werden. Darum dreht sich's, Freunde. Und los geht's, komm. Sauber, super Ausführung, komm. Ganz allein noch machen wir nichts, komm. Jetzt komme ich leicht. Ja, super, komm weiter. Komm. Yes!
Junge. Da kann ich gar nicht so schlecht helfen hinten. Das baut sich schön auf. Ja, Alter, wenn du da vorne anziehst, da denkst du ziehst da gleich eine Beton weg, oder? Betonwand weg. Und dann bist du unten, denkst du, hey, geht schon. Da mache ich gern einen so schwer und dann zwei richtig kontrollierte, Gehen wir die 20er runter? squeezende. Da ruhig auch dem Ego ein bisschen nachgeben. Heute haben wir das Ego wieder ein bisschen, das haben wir heute schon ein bisschen getrieben mit den Kurzhantelrudern. Aber ist auch mal wichtig, muss man sagen, kontrolliertes Training ist super, aber auch mal wirklich in eurem Verhältnis auch schwer trainieren. Weil ich sehe schon immer öfters welche, das haben wir auch ganz oft das Thema, Die verkopfen sich zu viel, das ist das und Problem. die dann halt 18 Kilo nehmen, weil Stefan Kienze sagt, trainiert sauber und richtig, aber die nehmen absichtlich um die Hälfte weniger Gewicht und machen dann nur auf Feeling und das bringt halt auch nichts. Der Muskel reagiert auf Reize und schweres Gewicht sind ein Reiz. Nur das komplett Kacke zu ziehen führt zu nichts. Aber die gute Mischung zu finden, das macht's aus. Und deswegen bolzen wir da jetzt Was du vorher leichter noch gesagt hinterher. hast, ist genau das Richtige. Du musst halt einfach trainieren und das reingeben. Die meisten Leute verkopfen sich viel zu viel. Sie Ja, verkopfen sich viel. ja. Sie trainieren halt einfach zu wenig und Ja. verkopfen sich zu viel. Ja, schon perfekter Split, das, Übungen, Auswahl, was weiß ich. Das ist alles zum gewissen Grad wichtig, aber wichtig ist der Effort, den du reinsteckst. Ja, du hast ein bisschen zu viel geholfen. Was jetzt zu Druck? Ja, ich war schon bei 7, vor allem fängt der an und 4 und ich dann. Was? Trick 17, Freunde, verratet Polacco euch jetzt mal hier. Dürft ihr aber nicht laut sagen. Wenn ihr einen krassen Pump habt und das eine oder andere Mädel euch begeistert im Studio, müsst ihr immer den Stringer am Start haben. Ihr seid eigentlich schon völlig durchgeschwitzt, aber habt einen guten Pump am Start. Und dann macht ihr einfach den. Packt den Stringer aus, zieht euch kurz um und dann seht ihr so aus, als würdet ihr erst anfangen zu trainieren. Habt aber schon geisteskranken Pump und somit den Heimvorteil, Freunde. Deswegen machen wir das jetzt mal. Können wir bitte auch mal live testen, wie Alicia reagiert? Das ist der Oldschool Stringer, ja, die wird gut reagieren, weil sie hat mir den tatsächlich geschenkt. Aber ich dachte mir, der passt hier heute rein. Deswegen ziehe ich den mal aus. Haben wir das gerade gekriegt oder hast du das mitgehabt? Alicia hat es mir geschenkt. Wirklich? Ehrenfrau zum Geburtstag, gell? Sieht der gut aus? So, Freunde. Müsst ihr mal ausprobieren, die Überzug-Variante. Bisschen schräg stehen vom Kabel. Habt ihr einen geilen Zug und es geht genau in die Richtung des Verlaufs des Latissimus. Also wer gerade in der Frontpose im Lat Spread, wenn ihr aufmacht, richtigen fleischigen Lat haben wollt, der kommt um Überzüge nicht drum rum. Sehr schön. Das ist die
Und letzte Rückenübung. Ich mache Unterrücken immer gern zum Schluss. Wenn ihr den am Anfang macht, dann läuft das ganze Training mit einem unteren Rückenpump rum. Gerade in der Off-Season macht das nicht so Spaß und ihr nehmt euch viel Kraft weg, denn der untere Rücken, der Rumpf, die Stabilität, die braucht ihr. Ansonsten, genau, nichts groß hinzuzufügen. 3 Sätze mit Zusatzgewicht. Erster Satz habe ich so 25 Wiederholungen gemacht. Jetzt werden es natürlich weniger in den nächsten 2. Und irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, lasse ich die Scheibe fallen und mache dann einfach noch welche hinterher. Schön ausbrennen, schön nochmal die letzte Übung, den ganzen Rücken spüren, mit der Scheibe oben nochmal kontrahieren. Und damit rappen wir das Ganze ab für heute. Genau den Look mache ich noch, wie Backstations machen. So, Freunde der Blasmusik, wie Stefan sagen würde. Wir sind fertig für heute. Wir haben den Rücken zerpflückt. Wir haben die Form gecheckt. Den entladenen Us hat Stefan gesehen, den geladenen Us. Und ja, das gibt mir unfassbare Sicherheit. Stefan gibt es wahrscheinlich Planungssicherheit. Ja, voll. Wobei die bei dem immer. Aber Gewissheit für das, was man Ja. tut, das ist das Schöne. Sicherheit. Genau, Sicherheit beiderseits. Und dementsprechend gehen wir jetzt in die letzten Wochen der Prep. Die Hausaufgaben wurden bis jetzt, finde ich, von meiner Seite, von deiner Seite aus gut gemacht. Und wir gucken, was wir auf jeden Fall draufsetzen können. Ich sage offiziell auch vor laufender Kamera schon mal vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast und mich verschwitzt jetzt hier in den Arm noch nimmst. Aber ja, nicht selbstverständlich und sehr dankbar der ganzen Geschichte. Nicht nur dankbar meinem Coach, dankbar auch meiner bezaubernden Frau. Kannst du das bitte normal machen? Das war jetzt episch. Die sich von Prep zu Prep nochmal selbst übertroffen hat. Ja, Ich weiß gar nicht in 10 Jahren, wie das sein soll, wenn ich dann noch irgendwie eine Prep mache, wie man das dann noch toppen soll. Aber ich glaube, wenn es eine Dame schafft, dann sie. Ja. Ganz entspannt, also bis jetzt die beste Vorbereitung auch als Beziehung und als Dreiecksgespann, wie wir so schön immer sind. Wenn ich dann immer bei ihr die Nachrichten nur aufploppen sehe von Stefan Kienzel und mir denke, geil, die haben mehr Kontakt als ich mit meinem Coach, aber Ist das so? Ich habe mehr Kontakt mit Stefan als mit ihm. ist ganz normal, ganz klassisch. Ach, ich schreibe mit Stefan, ja, okay, cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, ja, und ich nehme jetzt da irgendwas, okay, das hat jetzt jemand und will das jetzt schicken. Aber so sieht's aus. Ja, ja. Alice direkt oben am Start. Also, Ich vorschlage, also vor meiner Frau. nach der Tochter und vor der Frau, kann man mal so sagen. Aber ist gut so, finde ich auch schön, das so zu sehen, dass man da gut zusammen harmoniert und so kann man auch mit einem ruhigen Gewissen auf jeden Fall nach Vegas fliegen. Und da weiß man, dass wir auf jeden Fall auch an Markus, der hinter der Kamera das Ganze koordiniert, weiß man einfach, dass man wie so eine kleine Family, wie so ein einfach enges Team zusammenarbeitet. Auch enges Team auf jeden Fall. Die ganzen Leute, ich mache gerade wie so eine Abschlusszeremonie, Alter. Aber muss ich mich irgendwann... Dankesrede nach dem Olympia. Dankesrede, ja, übe ich schon mal irgendwie für irgendwann. Aber nur als Beweis, so weit darunter stehst du dann auch nicht, bei dem häufig kontaktiert. Aber hört mal auf jetzt, ich mache hier gerade meine Dankesrede. Ich übe schon mal. Aber ne, auch ganz dicker Dank geht auf jeden Fall raus an Vayu, mein Sponsor, der sich finanziell und mit Support von Produkten natürlich sehr für uns einsetzt, für uns alle und das Ganze finanziert. Also ich bin dankbar, wenn ihr die Olympia Prep weiterhin so supportet mit dem Code Polacco. Und ja, ich dann dementsprechend dem Sponsor auch einen gewissen Punkt an Dankbarkeit damit zurückgeben kann. Ist alles nicht selbstverständlich, deswegen vielen Dank an der Stelle. Auch wie die Social Media Kanäle wachsen, ist unfassbar geil. Was ihr auch supporten könnt auf direktem Weg natürlich, ist es über den Miracle Wear Shop. Der ist noch wie lange offen, Schatzi? Eine Woche. Der ist noch, gucken wir, wann das Video kommt. Hat er wahrscheinlich noch einen Tag oder ist schon zu, aber im neuen Jahr unter anderem haben wir neue Shaker am Start in 5 Farben. Also reached die Maximum Aesthetics und es werden auf jeden Fall noch weitere Kollektionen
Logbücher etc. folgen. Also seid da gespannt und supportet das Ganze. Wir sind raus hier aus dem Goals. Jetzt gibt's Happa Happa und Stefan fliegt zurück. Leute, besten Dank, haut rein.